Wir befinden uns jetzt hier mitten im Museumspark, genau zwischen dem Lokschuppen auf der einen Seite und der Ladestraße auf der anderen. Und einst lagen genau hier die vielleicht am meisten befahrenen Gleise des Bahnhofs. Genauer gesagt die Streckengleise, die zum Personenbahnhof auf der anderen Seite des Landwehrkanals führten. Pro Tag fuhren hier ungefähr ja, über 100 Personenzüge ein und aus. Dazu kam noch ein Vielfaches an Rangierfahrten, Personenzüge, die bereitgestellt wurden, Lokomotiven, die vom Bahnhof ins Bahnbetriebswerk rollten, um versorgt zu werden. Und dieses geschäftige Treiben herrschte hier bis Anfang der 40er Jahre. Und dann kommt der Zweite Weltkrieg und 1945, Berlin liegt in Trümmern und genauso der Anhalter Bahnhof. Die Kriegszerstörungen waren aber tatsächlich gar nicht das Entscheidende für das weitere Schicksal des Bahnhofs. Viel entscheidender war eine Entscheidung, die bereits vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs von den Alliierten getroffen wurde. Und zwar Berlin nach der Niederlage in 4 Sektoren einzuteilen. Den amerikanischen Sektor, den britischen Sektor, den französischen und den sowjetischen Sektor. Gleichzeitig sollte aber das gesamte Eisenbahnnetz in Berlin weiterhin durch die Deutsche Reichsbahn betrieben werden, die wiederum unter Kontrolle des Ostens stand. Und im Kontext des aufziehenden Kalten Krieges führte das natürlich zu verschiedenen Reibungspunkten und Konflikten. Und speziell für den Anhalter Bahnhof bedeutete es letztendlich die Stilllegung. Und zwar 1952 fuhr hier der letzte Personenzug ab. Jetzt muss man dazu wissen, die gesamten Eisenbahnverbindungen vom Anhalter Bahnhof aus liefen Richtung Süden, einst bis nach Österreich, Schweiz, im Kurswagen sogar bis nach Süditalien. Diese Verbindungen existierten unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg natürlich nicht mehr. Welche Verbindungen aber durchaus noch existierten, waren zum Beispiel nach Chemnitz, Dresden, Leipzig, sprich die großen Städte der DDR. Und jetzt könnt ihr euch ja mal kurz so in den Kopf so eines SED-Funktionärs versetzen und euch vorstellen, ihr steigt zum Beispiel in Leipzig in den Zug, fahrt in die Hauptstadt der DDR und wo kommt ihr an? Am Anhalter Bahnhof mitten im amerikanischen Sektor. Das war natürlich ein Umstand, der war politisch nicht gewollt. Und so wurden schon Ende der 40er Jahre die Voraussetzungen geschaffen, durch neu verlegte Gleise zum Beispiel, neu hergestellte Verbindungskurven, die Personenzüge, die ursprünglich hier am Anhalter endeten, umzuleiten, zum Beispiel auf den Ostbahnhof und so nicht mehr nach West-Berlin fahren zu müssen. Und wie gesagt, 1952 wurde hier dann die Personenzüge, fuhr der letzte Personenzug ab. Und damit wurde natürlich auch das Bahnbetriebswerk überflüssig. Und ja, hier auf dem Gelände passierte da eigentlich nicht mehr viel. In den 60er Jahren, praktisch auch wieder genau unter uns, wurde noch die U-Bahn, die heutige U7 gebaut. Aber danach passierte auf dem Areal hier nichts mehr. Es wurde sich selbst überlassen und die Natur eroberte sich das Areal zurück.